mich daran erinnern, als ich das erste Mal mit meinen Eltern in den Bergen unterwegs war. Wenn ich öfter mal von der Seite denken kann, also echt schon mit 2, 3 Jahren haben sie mich auch getragen und ich kann mich daran erinnern, dass ich mit 5 Jahren auf meinen ersten 3000er gegangen bin selber. Es ist schon eigentlich immer so weitergegangen, dass ich einfach mit den Eltern in den Bergen unterwegs war. Hauptsächlich schon im Ötztal, mal größtenteils da in Längenfeld, im hinteren Ötztal. Ich kann mich erinnern, wir sind oft extrem weit gegangen, vielleicht öfter mal zu weit. Ich denke, dass zu der Zeit der Fanatismus, was heute stattfindet, in mir geweckt worden ist. Es kommt vor, wenn du so den Alpinismus betrachtest, es geht immer nur schneller, höher, schwerer, alles zu pushen. Um das geht es mir eigentlich gar nicht. Einfach eine neue Linie suchen zum Beispiel. Ich gehe da hin, sicher irgendeine coole Wand, was ja eigentlich gar nicht der Genuss an Skifahren ist, aber war cool, auch irgendwie die Challenge mit dir selber, da will ich jetzt schauen, dass ich auch hinkomme und so. Ich bin total viel da drin in der Gegend unterwegs. Kühlscheibe, Schrankhögel, Wörterpark. Viele Skitouren gegangen und du siehst auch von jedem Park oft einfach die Linie. Und irgendwann habe ich mir einfach gedacht, eigentlich war es ja cool mit den Ski da fahren. Ob es all geht, weiß ich nicht und nicht gewusst, ob das schon mal irgendein Berg gefahren ist und kann es sein, dass es zu steil ist oder zu eng. Mal ungefähr in der Mitte, dort geht die Rinne einfach ins Endlose, die fällt durch, so eine Ecke, da ist eisvoll und dann ist da eine Wand, 100 Meter hoch. Da müssen wir schauen gehen. Ja, der Plan war mal wann ist Frühstück? 6:30 hat sie gesagt. Wir haben 6:30 Frühstück, oder? 7:30 spätestens starten. Italian Style, taugt mir. Die Aria, die ist eigentlich aus den Dolomiten, lebt in Innsbruck. Und dann habe ich ihr von meinem Projekt erzählt und alle haben gedacht, sie ist eigentlich die Skifahrerin und ich bin eigentlich der Alpinist, aufwärts. Auf der kann man es eigentlich echt kombinieren. Der war auch Spaß, wenn es nicht kommt, wenn man sieht, man startet. Was ist mir eigentlich? Kennen wir das nicht auch, oder was? Der Marc ist eigentlich mein Großcousin. Wir haben sich zusammen unterwegs. Er ist ein extrem guter Skifahrer. Kann sicher spannend werden. Und ja, ich glaube, jetzt war es auch froh, wenn sie einen Skilehrer dabei haben. Wirklich, ja? Auf Technik schauen. Braucht den Spuren, ja. Seit 4 Jahren bin ich Pistenreiter und zusätzlich in der Lawinenkommission im Skigebiet versorgen. Bereit und du kannst jetzt hinten. Ja, kannst du hinten. Genau, du bist einfach verantwortlich dafür, dass nicht irgendwo eine Lawine auf die Piste geht. Ja, hat funktioniert, kannst du. Ich habe einfach gewusst, wenn ich das tue, will ich das gescheit tun und will mich euch damit befassen. Ich habe echt total hinten gehängt und einfach extrem damit beschäftigt, um da ein Wissen zu entwickeln. Also ich mache Stabilitätstests, also ein ECT und anschließend eine Schneeprofilaufnahme, um potenzielle Schwachschichten herauszufiltern. Und du lernst halt so ständig weiter und da kommt immer wieder ein Moment, wo du denkst, na, wie geht's das jetzt? Weil es halt echt eben einfach die Natur ist und das kann der Mensch nicht alles im Überblick haben, finde ich. Nein, ich muss schon sagen, umso mehr ich mich mit dem Thema auseinandersetze,
Umso vorsichtiger werde ich in Bezug auf Geländefahren und also eher, sage ich mal, früher, na, das ist mir jetzt zu riskant. Schaut ziemlich windig aus oben noch, aber ich denke, der Wind soll weniger werden. Gleich nach dem Morgenbogen sein haben wir ein relativ frisches Schneebrett beobachtet. Wir haben gewusst, das kann auch 1, 2 Tage alt sein. Ein bisschen skeptisch noch mit der Schneedecke halt, wenn man das schaut. Und es war eigentlich echt die ähnliche bzw. gleiche Expedition wie unsere Rinne. Das hat mich echt auch skeptisch gemacht, wenn ich ehrlich bin. Was mich ein bisschen verunsichert, ist halt die Schneesituation. Der Winter war ein bisschen schräg und nie ganz stabil von der Schneedecke. Und das hoffe ich, dass wir das jetzt abklären. Und dann bin ich bereit zum Reinstapfen in die Rinne. Haben wir unten den Hang zum Eingang vom Couloir angespurt. Da haben wir ein paar Stücktests gemacht und echt nochmal kurz in die Schneedecke geschaut und gewesen. Altschneeproblem haben wir da sicher nicht. Am nächsten vielleicht dann weiter oben irgendein Triebschneeproblem oder so, recht akzeptabel. Ja, man ist so ein bisschen, wenn man außen schaut, da eher also auf der linken Seite von dem Hang, aber vor dem Ostwind, der vor 2, 3 Tagen ein bisschen gegangen ist, in dem Kammbereich, da direkt hinter dem Kamm noch einen kleinen Grat, da eher Triebschnee. Jetzt haben wir auch gesehen, jetzt geht der Tobi eher ein bisschen rechts. Wir warten noch mal da ein bisschen. Was seht ihr, Tobi? Wird er davor gesehen, da hier unten kann mal losgegangen sein. Wir werden da immer dran stapfen. Agro. Ist jetzt also ein bisschen, es gibt kaum Bord, dann stapfen wir da immer Agro, hat er gesehen. Aber wir hatten uns nicht gedacht, dass es schon so früh kommt. Danach sind wir zur Mittelpassage gekommen, wo die Kletterei anfängt. Haben wir angeschaut, wie wir das jetzt am gescheitesten machen. Wir haben uns Steigeisen anlegen, Seil raus, darüber zu dem Eck, da mal umschauen, wie es ausschaut. Und wir haben Glas gemacht, dass ich als erster am Landen geschaut. Das war auf der Schau umgeht, da einfach weil du einfach gleich gesehen hast, 5 Meter unter dir folgt die Wand einfach an. Tobi, was machst du? Geht's gar nicht, oder? Ja, es ist echt brutal brüchig daheim. Keine Ahnung. Und teilweise lang gefroren und nicht wirklich fest. Ja, aber je nachdem einigermaßen, sage ich mal, halbwegs Gegenstand apart. Und haben dann einfach im Mark und die Jahre nachgesichert. Also ich habe jetzt Stand, die Jahre kann kommen. Ich war als Kind extrem viel in der Nachbarschaft unterwegs. Und mein Nachbar war der Albert Grüner, weil da war ich einfach als Kind war ich da schon bei ihm und bis er eigentlich selber verunglückt ist. Und der hat so viele inspirierende Geschichten erzählt. Wir extrem viel gelernt haben, einfach wie es früher war, wo sie am Eiger unterwegs waren oder am Matterhorn. Das war damals wie eine Expedition. Da hat es kein Topo gegeben, da hat es wieder ein Wetter gegeben, kein Handy. Natürlich kann es sein, dass ich da schon die ersten so Inspirationen mitbekommen habe.
Aber so wirklich mit dem Klettern angefangen habe ich in der Volksschulzeit. Da ist dann relativ früh der Wettkampf gekommen. Ich kann mich erinnern, so einen Schülercup und Bezirkscup. Das hat mir eigentlich immer relativ gut getaugt. Und dann waren wir eben weitergekommen in Niederösterreich. Dann hat das aufgehört, weil irgendwie Unterstützung gefehlt hat. Im Kletterverein von den Eltern war so früher, der hat ja irgendwann was arbeiten. Da war nie der Gedanke, boah, das müssen wir jetzt unterstützen. Und danach war eben so, das war, ja, wie alt war ich da? 14, 15. Eigentlich könnte ich wieder anfangen, habe ich mir gedacht. So über Nacht und dann habe ich gleich am nächsten Tag einmal die Babsi, die Bacher angerufen. Da eben in der Volksschule, da hat es einen kleinen Polderraum gegeben. Und sie hat mir erzählt, da wird einmal in der Woche trainiert, am Montag. Eben und der Hans macht das und ich kann einfach da hinschauen. Das ist sicher kein Problem. Es hat bei mir auch viele Leute gegeben, die mir geholfen haben, dahin zu kommen, wo ich jetzt bin. Nicht? Ich bin da aufgewachsen, bin da sehr bekannt und lebe nach wie vor da. Und das bringt auch mit sich, dass man, glaube ich, stärker das Gefühl entwickelt, dass man den Menschen da oder den Kindern da, dass man denen auch etwas zurückgeben sollte und muss. Nicht? Von da weg habe ich dann wieder so wöchentlich mit dem Hans trainiert und haben wieder angefangen, Wettkampf zu klettern. Aber es war natürlich am Anfang da schon wieder schwierig. Ich bin echt ein Jahr lang immer Letzter geworden. Aber haben halt gedacht, ja, passt schon, muss halt weiter trainieren. Mir hat es einfach getaugt, ja, eine Zeit lang im Wettkampf da unterwegs zu sein und einfach im Gegensatz zum Alpinismus, du hast einfach Ziele gesetzt. Es war einfach mehr, 5-mal die Woche trainieren. Ich möchte in den Europacup kommen, ich möchte eine Top-10-Platzierung machen. Das waren einfach die Ziele, auf die du hingearbeitet hast und das hat dir einfach eine extreme Motivation gegeben. Aber natürlich gemeinsam da bei den Trainings und der Freundschaft in Hans, also er hat zu mir immer gesagt, du bist kein Wettkampfkletterer. Und das war teilweise sogar, ich sage beleidigend, kämen sogar. Wenn ich wieder ein Foto geschickt habe, dass ich gewettelt bin bei der Staatsmeisterschaft, hat er gesagt, wieso verscheißest du die Zeit. Er hat immer gesagt, du erinnerst mich an mich und du bist kein Wettkampfkletterer und es bringt dir nichts, für was fährst du aufs Wetteln. Letzter zu werden und leider so. Tobi, es geht mir durch da. Vermurkst. Geht nicht mehr. Kann ich das aufhören, oder? Kein Problem, aber was jeder Töps hat ja besseres zu tun. Was will mir einen Rotzi geben? Natürlich war es auch mit einem gewissen Spaß formuliert, aber also mir hat es schon zu denken gegeben die Woche. Ich bin dann einfach einmal mit einem Kollegen Eisklettern gegangen, das erste Mal. Und dann das zweite Mal hat mir gleich der Hans mit. Er hat gewusst, ich war einmal in Eisklettern eben und er hat gesagt, ja, ich soll mitgehen da an der Burgsteiner Wand, da hat er eine coole Linie gesehen. Da brauche ich nicht hinten. Gerade habe ich sicher einen schön Nachstieg gehen, das ist überhaupt kein Stress. Ich habe gedacht, ja, wenn es einer sieht, habe mich natürlich immer wohl gefühlt, weil ich gewusst habe, er ist brutal gut. Bin dann mit ihm hin, habe noch nie einen gescheiten Parkschicht gehabt, eisklettertauglichen. Nordstau heißt die Linie, genau, das ist die erste Begehung. Das ist, glaube ich, so M5. Auswurf für mich schon, wow, okay. Also mir hat es extrem getaugt und ich wollte einfach mehr solche Sachen erleben. Ja. Ich finde immer, das Leben ist so kurz und die intensiven Momente waren immer für mich jene, wo ich gerne zurückdenke und die ich natürlich immer wieder gerne haben möchte. Von da an hat sich auch eine Freundschaft entwickelt, bis hin, dass wir einfach zusammen unterwegs waren. Leider noch mal lange, 2 Jahre vielleicht, dass wir jetzt wirklich zusammen Eisklettern waren. Er hat mich immer gefragt, ja, ich habe am Vortrag, willst du mitfahren? So einfach, oder? Er hat mich noch viel öfter gefragt, wo ich Nein gesagt habe, weil ich mir nachher schon denke, war ich da nicht mit und da nicht mit. Ich bin dankbar für die Zeit, was ich mit ihm verbringen gedurft habe und was er mir beigebracht hat. Na, fahren da. Ich meine, passt, aber da werde ich schon sehr, sehr konservativ fahren. Fix. Oder? Ja. Also ich riskiere da nichts. Na, fuck. Hola! Hola! Du stehst schön, oder? Ja. Tu ich aus.
bravi tutti! Sau bravi. Yeah. Hatte direkt genau. Ja, ja. Es war teilweise ein bisschen staunig. Es war unklar, wo ist jetzt wirklich safe zum Fahren. Ich habe ab und zu einmal hin und her gehupft, aber jetzt mehr oder weniger oben gerutscht. So steinig da oben. Nach 50 Metern ist echt die engste Stelle gekommen, im ganzen Couloir. Also ich hatte gar nicht Platz gehabt, meine Ski quer. Geht schon voll! Wir haben dann am Weg runter 2 Schlaghackel versenkt. Einmal oben beim Stand, einmal unten beim Stand. Da haben wir die Zeit genommen, euch einen gescheiten Stand zu bauen. Haben sie da eigentlich ohne Probleme nachgesichert. Dann haben wir wieder das Ganze umgepackt, Ski wieder an, Saal wieder hinten, den Gucht angezogen. Haben alles weggetan da. Die Jahre ist los. Alles super Gaude, super Schnee. Es war eher für die geilsten Tal eigentlich. Dort war eigentlich so genau fast Sonnenuntergangszeit. Super. Super. Ja, war mal super, oder? Super, ja. Der Schnee war super, die Stimmung war noch besser. Und ja, wow, danke schön, danke fürs Mitnehmen. Auch dir, Ja, danke, danke. Ich wollte schon seit der Hans auch verunglückt ist, wollte ich einmal eben ihn eine Linie einfach mitnehmen im Ötztal. Und bin dann auf den Entschluss gekommen, dass ich der Linie einen Namen Inshallah geben möchte. Inshallah, so Gott will. Was glaubst du, was hätte er über die Line gesagt? Oh, ja, nicht viel. Was hat er gesehen? Wahrscheinlich hat er einfach gesagt, ja, ist ja kein Stress da, oder? Bum